Warum soll die Frau weniger bekommen wie der Mann? Der bringt doch die gleiche Leistung. 60.000 Euro. So viel Geld bekommen alle Frauen, alle Spielerinnen bei der Fußball-EM, wenn sie die EM gewinnen. Aber 400.000 würden Männer bekommen. Ist das fair oder total assi? Das ist schon total assi, auf jeden Fall. Ja. Warum? Ja, ist einfach ungerecht, gerade in unserer Gesellschaft heutzutage gehört das einfach nicht. Es ist eigentlich fair, finde ich, weil Männer spielen mit mehr Zuschauern und haben eigentlich in dem Sinne mehr Erfolg als Frauen, weil ich denke nicht, dass sich so viele Leute Frauenfußball angucken. Ja. Aber das letzte Spiel haben schon auch 8 Millionen Menschen geguckt im Fernsehen. Das habe ich nicht geguckt, das weiß ich nicht. Qualitätsmäßig kann es vielleicht an Männerfußball drankommen, aber auch dann ist es nicht so, ja, wird nicht so viel geschaut, bringt nicht so viel Geld ein und deswegen kriegen die auch weniger Geld. Also ich finde die Gleichberechtigung, gerade was finanziell angeht, sollte nicht nur im Fußballwesen, sondern auch generell im Arbeitswesen angepasst werden. Weil ich meine, die Preise, die steigen, das ist ja nicht, steigt ja nicht nur für die Männer, steigt auch für die Frauen. Ne? Man ist da einfach sprachlos, so aus welchem Grund. Ich meine, es wird ja dieselbe Leistung erbracht. Ja. 90 Minuten Fußball spielen. Ja, richtig. Auch wenn die EM-Quoten im Moment ganz gut sind. Fakt ist, mit Frauenfußball wird zurzeit deutlich weniger Kohle gemacht als mit Männerfußball. In der letzten Saison gab es in der Fußball-Bundesliga bei den Frauen ungefähr im Durchschnitt 800 Zuschauer und bei den Männern 18.000. Das heißt, es kommt einfach weniger Geld in die Clubs rein. Und deshalb gibt es auch weniger Geld für die Spielerinnen. Solche Phänomene benachteiligen laut Frank Daumann aber nicht immer nur Frauen. Es kann auch andersrum laufen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Models. Ja? Also wenn Sie das bestbezahlste Model sich anschauen, Kendall Jenner, der verdient ungefähr 24 Millionen. Und das bestbezahlste Herrenmodel Sean Bryan, der verdient ungefähr 1,5 Millionen. Also deutlich weniger. Wir haben 2022. Männer und Frauen sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Das hat Olaf Scholz gesagt. Wäre das also die Lösung, Männern und Frauen einfach genau gleich viel bezahlen bei einer Fußball-EM? Muss dann der Olaf Scholz ausmachen, wie es jetzt richtig funktioniert. Also ich finde nicht, dass da was geändert werden muss. Das ändert sich von selbst. Also wenn da die Einschaltquoten höher sind, Leute sich mehr dafür interessieren, dann wird das Geld, denke ich mal, automatisch hochgesetzt werden. Ich finde, Fußball sollte generell nicht so viel bezahlt werden. Das ist überbewertet, ist meine Meinung. Ich finde, wenn die mit 3.000, 4.000 Euro im Monat rausgehen, ist das schon ausreichend. Ich meine, die rennen da 90 Minuten den Platz lang hoch und runter und verdienen einen Haufen Geld. Das mache ich für die Hälfte, wenn sie das wollen, echt. Also ich finde, Fußball ist überbezahlt. Sport generell. Bei Frauen und bei Männern? Frauen unterbezahlt, so wie wir es ja schon hatten, aber Männer total überbezahlt, ja. Oder Männer könnten vielleicht auch einfach ein bisschen weniger verdienen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Also nicht Frauen mehr, sondern einfach alle nur 60.000, wenn sie gewinnen. Ja, oder wir wechseln einfach die Löhne. Frauen könnten das verdienen, was Männer verdienen und Männer das, was Frauen verdienen. Das wäre auch in Ordnung. Das fändest du okay, ne? Ja, das fände ich okay. Nicht nur im Fußball. Exakt.